So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es was Neues aus der Werkstatt. Ihr habt mir fleißig in den Kommentaren geschrieben, ihr würdet gern wissen, wie ich meine K-System-Fahrzeuge beleuchte. Und ich würde sagen, das machen wir heute. Ich zeige euch wirklich, wie ich eben so einen kleinen LKW, den ich mal Gebrauch gekauft habe, wie ich den beleuchte. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein und ich wünsche ganz viel Spaß dabei. So, und willkommen an unserem wunderschönen Schreibtisch. Und was brauchen wir zur Nachrüstung der Beleuchtung? Natürlich LEDs. Und da habe ich schon warmweiße und auch rote LEDs mir schon gleich besorgt, schon fertig verkabelt, um da einfach Aufwand zu sparen. Habe sonst bei den anderen Umbauprojekten immer kaltweiß hergenommen und auch mit Kupferlackdraht schon fertig vorverdrahtet. Diesmal nehme ich mal die richtigen Kabel, um einfach da und mal, also ich finde, die sind einfacher zu handhaben und vielleicht auch zum Nachmachen für euch. Können wir auch vorstellen, dass es einfacher ist und wir haben wirklich viel Platz unter dem Koffer. Sollte also kein Problem sein. Und zum Anschluss der Kabel haben wir hier so ein Beleuchtungsmodul. Das ist jetzt, also ein Spannungswandler ist es eigentlich, von Tams diesmal. Habe auch schon andere Wandler hergenommen. Und kleine Info dazu, wieso brauchen wir überhaupt einen Spannungswandler oder ein eigenständiges Modul? Die gelben oder also die warmweißen oder auch wenn ihr kaltweiße hernimmt, also die weißen LEDs vorne, die brauchen in der Regel, 2,8 oder bis 3 Volt. Der Akku bei den Fahrzeugen hat 2,4 Volt. Zumindest beim LKW, bei den kleinen PKW sogar nur 1,2 Volt. Und deswegen müssen wir die Spannung hoch transformieren quasi. Und deswegen haben wir eben einen Spannungswandler, der dann eben das Doppelte draus macht. Und wir müssen das Ganze wieder limitieren bei einem Doppelakku eben mit einer Diode. Das Anschlussschema, das zeige ich euch dann nachher, wenn es ans Eingemachte geht. Aber ich würde sagen, wir bohren erstmal ein paar Löcher für die Kabeldurchführung für die Frontbeleuchtung. Und kann ich erstmal zeigen, das war das erste Umbauprojekt, nämlich so ein Bus, wo ich den gleichen Wandler auch hergenommen habe. Ihr seht, das ist relativ rudimentär, aber funktioniert bis heute. Und da seht ihr auch die Kupferlackdrähte, die ich hergenommen habe. Also das waren noch Zeiten. Jetzt machen wir es uns heute einfach. Und für das Bohren nehmen wir uns am besten einen Handbohrer. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir mal. Und da nehme ich einfach mal die Frontschürze hier mal ab, weil ich würde gerne hier vorne unter diese Lichter, nämlich vielleicht auch schon, wenn es geht, da dann die LEDs rausschauen lassen. Aber schauen wir mal, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das erhoffe. Da kommt hier schon das weg. Und jetzt können wir uns nämlich hier, wenn hier so die Frontdinger sind, wobei, wir müssen ja keine Löcher bohren, weil hier sind jede Menge Löcher. Aha. Aber wir müssen hier ein bisschen was machen. So, und ich habe jetzt einfach mal hier hinten diese Folie, die war auch unter den, oder bei den Scheinwerfern, nämlich einfach mal weggekratzt. Einfach mit dem Schraubenzieher, beziehungsweise mit der Spitze jetzt einfach von dem Handbohrer, damit mich dann auch Licht durchscheinen kann. Und jetzt würde ich einfach mal spaßeshalber eine LED, weil ich glaube, wir müssen sogar hier gar nicht bohren, mal hier oben einführen, das dann auch ungefähr passt. So, und jetzt haben wir beide LEDs da einfach schön festgeklebt mit Sekundenkleber. Und jetzt würde ich sagen, jetzt versuchen wir mal das Ganze wieder da einfach reinzustecken. Und was meint ihr? Ein bisschen steht's vor, aber ich würde sagen, also für mich passt es sogar. Ich glaube, das fällt jetzt gar nicht so weit auf. Wie gesagt, ich würde es jetzt erstmal so lassen und auch im Betrieb da mal gucken. Und wie gesagt, wenn es dann zu arg stört, könnte man hinten immer noch ein bisschen was wegdremeln. Aber das war es jetzt in der Hinsicht schon mal hier. Es ging jetzt doch nochmal um einiges unkomplizierter als gedacht. Und die Kabel können wir dann sogar hinten dann auch unter das Führerhaus nehmen, dann ist es auch eine runde Sache. Und wenn wir uns jetzt um die Rückleuchten kümmern, seht ihr, wir haben ein Problem. Hinten ist nämlich dieser ganze
Heckleuchtenträger und die Stoßstange, alles abgebrochen. Ich habe den auch schon so gebraucht gekauft. Wie gesagt, damals sehr, sehr günstig. Hatte erst vor kurzem einen neuen Akku gekriegt und will den jetzt fahrtüchtig machen. Ich würde sagen, da bastle ich eben was. Ja, und das ist jetzt erstmal so der vorverkabelte LKW, beziehungsweise auch mit hinten mit einer Stoßstange, die ich nur aus einer Leitplanke habe. Und dann noch diese Rückleuchtenhalter, die habe ich aus sagen wir mal, abgeschnittenen Krimp, also so Krimpsteckern gebastelt. Das ist der Vorteil in unserem Hobby, ist kann man sehr kreativ sein und man kann sich immer oder weiß sich immer zu helfen. Und wäre ja schade, wenn man das Fahrzeug dann sagt, okay, nee, weil das jetzt hinten kaputt ist, nimmt man es nur als Ersatzteilspender etc. Deswegen ist es bei mir jahrelang, ist es bei mir im Schrank gewesen, habe mal ein paar LKWs da gekauft und es ist nie zum Einsatz gekommen. Jetzt mit neuem Akku fährt schon mal super und deswegen jetzt mit LEDs. Ich bin mega gespannt, deswegen kommt es endlich zum Einsatz. Und auch, ihr seht vorne die Leuchten des LKWs sind auch schon fertig verkabelt. Deswegen hier habe ich auch dann am Motor sogar vorbei, dass man auch das Gehäuse aufmachen kann. Auch hier kommen jetzt die Rückleuchten aus dem einen Loch schon raus. Von dem her, die Sachen sind auch schon vorgebohrt gewesen. Also ich musste gar nichts machen. Und ich würde sagen, da machen wir direkt weiter, weil jetzt geht es ans Eingemachte. Und mit eingemacht meinte ich nämlich, dass wir jetzt ans Löten gehen müssen. Und ich würde jetzt erstmal hier die Kabel, aber bevor wir jetzt anfangen können zu löten, mal drastisch kürzen. Also man muss ja auch nicht ganz kurz machen, weil dann können wir sie auch ein bisschen dann da an dem Holzklotz dann schön löten. Müssen nicht auf dem Fahrzeug oder irgendwie sowas machen. Aber wir können auf jeden Fall mal, würde ich sagen, ich glaube, ich nehme sogar alle 4 auf einmal. Das muss jetzt auch gar keine spezielle Länge haben. Aber das würde ich jetzt alles mal wegmachen. Und dann können wir nämlich jetzt hier die Ich mache das mit der Schere, isoliere ich die jetzt ab, weil ich glaube nicht, dass die Isolierzange da, dass wir da so erfolgreich sind. So, und das sieht jetzt sehr, sehr viel aufgeräumter aus. Und wir haben hier nämlich linke LED vorne, rechte LED vorne und hinten links, hinten rechts. Das ist unser Modul, was wir löten müssen. Es ist ein bisschen ein sehr kleines Modul. Da gibt es auch, wie gesagt, andere, aber warum nicht? Und die dürfen wir nachher nicht vergessen. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal schaffe ich es mit der dicken Spitze? So, dann ein bisschen vorverziehen. Also weil die ja in Reihe geschalten werden, werden die Drähte, die beiden hinteren, die werden jetzt einfach dann zusammen gemacht. Und die anderen sind ja parallel. Und deswegen, also die vorderen leuchten, weil die natürlich am meisten Strom brauchen. Und ja, jetzt würde ich sagen, löten wir das andere auf fest. So, dann haben wir die Lampen schon mal fest. Dann brauchen wir hier noch den hier. Den mache ich jetzt auch mal kurz hier weg. Habe den auch ein bisschen vorverzinnt. Und jetzt würde ich sagen, ein bisschen wieder mehr ins Bild. Der kommt dann da unten hin. Okay.
Warte mal. Jetzt beschwere ich das mal mit der. Das ist fest. So, jetzt habe ich mir hier nochmal so ein kleines Stück Draht hier nochmal abgeschnitten und abisoliert. Und jetzt verzinnen wir erstmal kurz über die Diode. Dann und dann würde ich sogar hier noch ein Stück Schrumpfschlauch drüber machen. Die lassen wir jetzt mal kurz schrumpfen. So, dann ist es einmal sauber. Und dann müssen wir noch das letzte Kabel anlöten. Das ist mir jetzt zu. Mal gucken. So, und es sieht doch alles sehr, sehr gut aus. Ich habe jetzt hinten einfach nochmal die beiden verdrillt, nochmal verlötet und nochmal so einen Schrumpfschlauch drüber gemacht, damit es auch abisoliert ist, da nichts passieren kann. Ich würde sagen, jetzt testen wir mal ganz kurz. Ich bin selbst gespannt. Hier ist Plus, hier ist Minus. Aber ihr seht, guckt, da flackert schon was. Hinten leuchtet es auch. Also es funktioniert erstmal. Ihr seht es wahrscheinlich auf der Kamera leider nicht ganz so prickelnd, aber auch wenn ich das jetzt hochnehme, das ist, ich würde sagen, ich mache es einfach fertig und dann zeige ich es euch einfach so. Ich glaube, das ist viel, viel besser. Und da würde ich jetzt einfach sagen, machen wir den einen Teil hier an der Batterie fest, und zwar den Minuspol. Verzinnen wir hier vor.
Sind alle noch dran? Ja, sind alle dran. Und den Pluspol machen wir diesmal am Schalter fest, nicht am Motor. Ich habe bisher alle Modelle immer am Motor quasi festgemacht, also links und rechts, damit immer auch, wenn der Read-Kontakt auslöst, das heißt, wenn ein Parkplatz zum Beispiel irgendwo ist, dass dann auch das Licht ausgeht. Und ihr habt auch in den Kommentaren fleißig gesagt, dass gerade bei jetzt bei der neuen Kreuzung zum Beispiel, das Licht geht immer aus. Das wäre natürlich dann erste Sahne, wenn das auch noch anbleiben würde. Und ich würde nämlich genau das jetzt auch machen, weil mich würde es genauso interessieren. Hat mich da auf eine super Idee gebracht. Deswegen jetzt direkt am Anschalter löten. Deswegen dann bleibt das Licht nämlich an. Also so wie ich den Schalter anmache, also das Fahrzeug an ist, wird auch das Licht immer an sein. Und zwar bleibt es natürlich dann bei den ganzen Parkplätzen und Stoppstellen auch dann immer an. Aber ich bin gespannt, weil so viel müsste ja eigentlich auch das Ganze nicht ziehen. Also dieses Modul, also der Spannungswandler beziehungsweise auch die ganzen LEDs. Also es dürfte normalerweise, auch wenn das jetzt mehrere Stunden am Parkplatz steht, müsste der Akku eigentlich halten. Aber das werden wir herausfinden gemeinsam. Deswegen löten wir das jetzt erstmal so an. Und dann werde ich das einfach mal schrittweise im Anlagenalltag testen. So. Fertig ist das Ganze. Jetzt machen wir es mal an. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Das, was ich jetzt nicht bedacht habe. Ihr seht, der Anschalter ist jetzt nicht gar nicht mehr so toll zum... sieht man das? Jetzt hier der Anschalter, den sieht man gar nicht, oder kann man gar nicht mehr so gut anmachen, weil ich natürlich jetzt hier diese Rückleuchte oder einen Rückleuchtenträger habe. Aber mit Werkzeug geht es natürlich. Oh, ja, sehr schön. Aber hinten die LEDs sind ganz schön schwach. Da muss ich vielleicht noch mal ran. So, und jetzt habe ich noch mal hier, ihr seht es hier links und rechts, noch mal einen 100 Ohm Widerstand hingesetzt. Und ihr seht, vorne ist jetzt um einiges schwächer und es ist wirklich jetzt auch mal ein bisschen warmweißer. Von dem her gefällt mir das sehr, sehr gut und ein bisschen, ja, altertümlicher. Ist ja die erste Generation Actros, Mercedes-Benz Actros, genau. Und hinten, die sind jetzt um einiges heller. Deswegen, das passt für mich wirklich gut. Ich würde sagen, wir können mal hier auch die Lampen ausmachen. Also ich muss sagen, die sind auch relativ gleichmäßig. Vielleicht sind sie hinten sogar jetzt einen Ticken heller. Vielleicht, ja, kann man sagen. Aber ich muss sagen, das passt mir jetzt viel, viel besser als vorher, weil es dann gar nicht war. Und ich hatte jetzt leider keine anderen Widerstände. Also man hätte jetzt auch vielleicht dann 50 oder weniger nehmen können. Aber ich muss sagen, Umbau passt doch, oder? Ja, und mehr ist es gar nicht, wenn wir uns die Frontscheinwerfer und die Rückscheinwerfer anschauen. Aber ich würde diesmal gerne was Neues ausprobieren, nämlich Seitenmarkierungsleuchten noch anbringen. Und da gibt es extra nämlich, ich hoffe, man sieht es, nämlich so ganz kleine 402er LEDs, also 0402er, die ich mir noch besorgt habe. Die anderen für die Scheinwerfer, für die Rückleuchten sind es 0805er LEDs. Und diese kleinen, die würde ich nämlich einmal hier an dem Steg kommt eins hin, hier und genauso auf der anderen Seite auch. Dann müssen wir das noch mit dem Widerstand verdrahten und dann bin ich gespannt, wie das aussieht, weil das mal wirklich was anderes ist als immer nur die Front- und Rückleuchten. Und ja, ich würde sagen, los geht's. So, kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt hier Löcher reingebohrt und ihr seht, hier ist schon eine LED drinne und hier auch. Und fertig verklebt, die Kabel hängen noch runter und das gleiche muss ich jetzt mit der Seite machen. Da habe ich auch schon, ihr seht es vielleicht leicht, hier so Löcher hingebohrt und da werde ich jetzt auch die LEDs rein fädeln. So, und so sieht das Ganze jetzt fertig aus, eben mit den Leuchten an der Seite. Und wir haben jetzt doch einiges an Kabel, die nochmal oben jetzt rauskommen. Ich habe auch für die hinteren Leuchten habe ich hier nochmal Löcher gebohrt, links und rechts, damit wir nicht noch immer quer durchs Fahrzeug legen müssen.
Und jetzt geht es ans Verkabeln, beziehungsweise ich würde jetzt erstmal die Minuspole, also die schwarzen Kabel, erstmal alle zusammenfassen. Also erstmal alle kürzer machen. Beziehungsweise das können wir sogar mit, komm, das machen wir doch direkt mit allen. So, jetzt habe ich das alles miteinander verdrillt. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt verlöten wir das Ganze mal noch ein bisschen. Das sieht schon mal gut aus. Ja, das sollte passen. Und dann setze ich einen Schrumpfschlauch hier drüber. Und dann kommt nämlich hier, habe ich nämlich noch übrig, einen 100 Ohm Widerstand, den ich für alle hernehme. Ich habe überlegt, ob ich vorher nicht, ich glaube, ich habe hier 1,2 Kilo Ohm sind das gehabt. Pro Leitung ist besser, eigentlich jede einzelne LED mit einem einzelnen Widerstand zu betreiben. Ich mache es jetzt mir einfach und bündel einfach alle zusammen, mache einen Widerstand und gut ist. So, und jetzt ist alles hier gebündelt. Und hier, also die beiden, und die löten wir jetzt einmal an den Schalter und einmal an die Batterie an und dann sind wir fertig. Ja, und das ist unser fertiger LKW. Sieht doch soweit sehr fein aus. Ein bisschen Kabelgewirr haben wir, aber ich habe es nur mal ein bisschen mit Isolierband verschönert. Auch den Spannungswandler hinten. Aber ja, Luft nach oben ist. Aber ich glaube, das passt jetzt erstmal. Wird eh alles unter dem Koffer dann versteckt werden. Und habe noch ein paar Teile gefunden am Schreibtisch, nämlich so ein Ersatzrad und nochmal einen Spiegel. Der zweite hat schon eh immer gefehlt. Da muss ich mal welchen nachordern. Und ich habe noch mal ein bisschen rumgebastelt, weil ich gemerkt habe, nämlich der COM-Ausgang vom Read-Kontakt, der hier unten ist, war ursprünglich hier am Mittelpol des Schalters gelötet oder angelötet. Und dementsprechend hatten wir das gleiche Problem wie bei den anderen Fahrzeugen, die ich bisher gemacht habe. Eben, dass wenn Magnetfeld kommt, der Read-Kontakt beeinflusst wird und dann auch alles abschaltet. Ich habe es bei den anderen Fahrzeugen aber alle am Motor eben festgemacht, deswegen wusste ich das vorher nicht, wie der Read-Kontakt funktioniert, besonders die dreipolige Variante, deswegen ganz spannend. Ich blende euch auch mal die Zeichnung dazu ein, die ich gemacht habe, um vielleicht für euch das Ganze auch ein bisschen verständlicher zu machen. Aber ich habe es jetzt umgepolt, beziehungsweise eher umgekabelt und dann eben wirklich den COM-Ausgang nur an den Motor befestigt, sonst eben jetzt den mittleren Pol, den gemeinsamen Pol des Ausschalters eben an den Akku gehängt. Und somit haben wir das Ganze nämlich jetzt so, dass beim Einschalten wirklich dann der Spannungswandler aktiv wird, die ganzen Seiten-LEDs und eben auch der Read-Kontakt eingeschalten wird. Und wenn natürlich keine Beeinflussung ist, dann wird auch der Motor dementsprechend läuft natürlich. Und wenn eine Beeinflussung ist, dann wird nur der Motor nämlich angehalten und alles andere bleibt an. Und das schauen wir uns das auf der Anlage an. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute euch das zu zeigen. Also war eine mega Idee, weil ihr habt ja gesagt, ihr würdet es gerne mal wissen, wie ich das Ganze beleuchte. Und auch mit dem Zusatz, mich hat es einfach ein bisschen gerissen, sage ich jetzt mal nochmal mit kleinen Seitenleuchten das Ganze zu verfeinern. Und jetzt schauen wir auf der dunklen Anlage mal das Ganze an. Und ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Moba-Sonntag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Und jetzt folgt noch ein ganz kurzes Video.